Bereitet unsere zunehmend instabile Welt auch dir schlaflose Nächte? Sorgst du dich um deine Sicherheit und dein Vermögen? Die EU bereitet sich ja allem Anschein darauf vor, mit einem neuen Vermögensregister, Bargeldbeschränkungen und strengen Kontrollen von Kryptowährungen die Kosten für die Bewältigung der letzten und aktueller Krisen zu decken. Was du jetzt brauchst, ist ein Plan B mit konkreten Maßnahmen, die deine Familie und dein Vermögen bestmöglich schützen können. Und genau darum geht es auf unserem Plan B-Seminar in Zürich am 8. und 9. Juli. Lerne von Experten sofort umsetzbare Tipps und vernetz dich mit Gleichgesinnten. Und wenn du dich heute noch anmeldest, sicherst du dir sogar ein kostenloses Ticket für eine Begleitperson. Am 8. und 9. Juli findet in Zürich unser Plan B-Seminar statt. Und wir haben ja eine ganze Reihe von Referenten und Experten dabei zu unterschiedlichsten Themen. Und jeder von ihnen erzählt ja, wie er es selbst gemacht hat und was er für eine Expertise mitbringt. Und Teilnehmer des Events dann bekommen sozusagen eine ganze Reihe Werkzeuge vorgestellt, um sich ihr individuelles Konzept und ihren individuellen Plan B zusammenzustellen. Und ja, eine ganze Reihe von Maßnahmen haben ja etwas mit Wohnsitz, Unternehmenssitz außerhalb der EU oder einer zweiten Staatsbürgerschaft sogar zu tun. Aber es gibt auch andere interessante Strategien für jemanden, der zum Beispiel noch nicht auswandern kann oder will oder einfach nur sein Vermögen schützen will. Heute stellen wir hier einen der Referenten und Experten des Seminars vor, Alexander Streb. Sie sind ja seit 35 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche und Vermögensverwaltung unterwegs und wir dürfen da jetzt schon gespannt sein auf Ihre Ausführungen und Erfahrungen. Meine erste Frage wäre, wie wichtig und dringend ist es denn Ihrer Meinung nach, jetzt etwas zu tun? Warum braucht man einen Plan B? Naja, wenn man braucht einen Plan B, weil man nicht weiß, was passiert. Ja? Die Situation ist einfach im Moment überall sehr angespannt. Man sieht es ja auch, wenn man mal in den Bankenbereich reinschaut, ganz kurz, als das Unglück passiert ist mit der Credit Suisse und man dann gesehen hat, dass auch Credit Suisse und UBS, was da passiert ist, innerhalb von einer Woche oder ja fast einer Woche hat die eine Bank die andere Bank übernommen. Durch die Situation, dass eine Bank in Schieflage, vermeintlich in Schieflage geraten ist, hat die ganze Welt diskutiert und alle haben Angst gehabt. Und man sieht einfach anhand von so einem Beispiel, wie viel Spannung es sich in diesem System befindet. Also, weil die Profis wissen natürlich, wo wir heute stehen. Das spiegelt sich wieder und da gibt es viele, viele andere Indikatoren, die man, wenn man sie sucht, die man auch findet, wenn Sie die weltweite Staatsverschuldung angucken, die sich enorm nach oben bewegt. Man weiß natürlich auch, wenn Sie gerade nach Europa gucken, alles über 60%, das, was den Maastricht-Kriterien entsprechen würde. Es gibt, glaube ich, nur noch 4 Länder, die tatsächlich die Maastricht-Kriterien einhalten. Die restlichen Länder sind weit drüber und man weiß natürlich auch, alles, was über 60% ausläuft, wird man wahrscheinlich nicht zurückzahlen können. Drücke mich mal vorsichtig aus. Und viele andere Dinge, die eben jetzt auch politisch entschieden werden. Wenn man das einfach zusammenzählt, diese Zeichen, dann weiß man, dass wir haben jetzt noch Zeit. Das für mich ist entspannt, ja, weil ich schon viel getan habe. Aber man sollte auf jeden Fall jetzt agieren, solange man das noch kann. Okay, klasse. Jetzt, welche Expertise bringen Sie denn zum Event mit nach Zürich? Worauf können unsere Gäste gespannt sein? Naja, also so wie Sie es gesagt haben zu Beginn, ich war 35 Jahre in der Finanzdienstleistung unterwegs. Ich hatte eine Vermögensverwaltung, eine BaFin-Lizenz und wir hatten eigene Fonds, eigenes Asset-Management-Team. Das heißt, ich kenne mich im Finanzbereich ganz gut aus. Ich habe viele Kontakte da rein. Ich kenne die Firmen, die Produkte. Der zweite Bereich liegt im Bereich des Auswanders. Ich bin ja vor 2 Jahren habe ich meinen Wohnsitz abgemeldet, lebe jetzt seit 2 Jahren in der Schweiz, habe aber auch noch einen Wohnsitz in Paraguay mit der entsprechenden Cedula. Ich bin auch Investor in dieser Ecke. Ich habe auch mal Grundstücke da gekauft und betreibe da ein bisschen Landwirtschaft und kann natürlich auch zum Thema Auswandern, Schweiz, Paraguay, kann ich eine Menge erzählen. Ich habe auch die letzten 2 Jahre waren spannend. Ich habe da viel Erfahrung gesammelt, die ich natürlich auch gerne weitergebe. Klasse. Jetzt ist ja so, dass wir nicht das erste Mal zusammen so ein Event veranstalten. Wir haben uns ja erst kürzlich beim Vermögensschutz-Event mit einem ähnlichen
Thema mit einer ähnlichen Gruppe an Referenten in London gesehen. War ein sehr toller Event. Bestimmt können Sie das auch bestätigen. Und jetzt deswegen auch noch so meine Schlussfrage, jetzt auch unter dem Eindruck des Events, den wir erst vor einem Monat in London auch hatten. Warum sollte jemand, der sich Sorgen um sein Vermögen macht, der Sicherheit für sich und seine Familie vielleicht auch vergrößern will, der auf der Suche nach einem Plan B ist, warum sollte der zu diesem Präsenzevent nach Zürich kommen am 1. und 9. Juli? Also das Event in London war für mich überraschend, weil die Menschen, die da waren, es waren nur Unternehmer da. Das war der erste Punkt. Was für mich überraschend war, dass die Hälfte war schon gar nicht mehr, hat schon gar keinen Wohnsitz mehr. Ja, und hat nach weiteren Alternativen gesucht. Das hat mich wirklich überrascht. Und die andere Hälfte war dringend auf der Suche nach einem Plan B. Für mich waren das spannende Tage, weil einfach dieser Austausch stattgefunden hat. Die Menschen, die schon gar nicht mehr in keinen Wohnsitz mehr in Deutschland hatten, die haben sich natürlich super, auch in den Pausen war ja genug Zeit, auch miteinander zu reden. Die haben sich ausgetauscht. Ich würde sagen, bis auf meinen Vortrag von morgens bis abends in Pausen auch immer wieder Gespräche mit Menschen geführt, die Fragen hatten, die dann auch beantwortet wurden. Und das war sehr, sehr spannend. Auch die Informationen, wo kriege ich einen Pass her, in welches Land kann ich gehen? Ja, und da waren noch Teilnehmer dabei in Montenegro. Ja. Ich habe vorher mich noch nie mit Montenegro beschäftigt. Also für mich war das auch super spannend. Die Bahamas waren dabei. Was kann man machen? Wie kommt man auf die Bahamas? Was hat man da für Steuersätze? Wir haben über Dubai gesprochen. Also, und es waren immer auch Leute da, die sozusagen in diesem Land schon leben, Erfahrung gesammelt haben. Und das hat es eben ausgemacht. Also Vorträge von Leuten aus der Praxis in Kombination mit Menschen, die schon ausgewandert waren und ihre Erfahrung da reingegeben haben. Das war die Musik, die da gespielt hat. Und für mich war das, wie gesagt, ein toller Erfahrungsaustausch. Und ich habe auch spannende Leute da kennengelernt. Absolut. Kann ich von meiner Seite auch bestätigen. Und deswegen an alle, die jetzt zuschauen, zuhören, kommen nach Zürich am 8. und 9. Am 10. gibt es auch noch einen kleineren exklusiven Workshop, wer noch mehr in die Tiefe gehen will, dann für die ganz hartgesottenen, also wir sind ja die ganze Woche in Zürich, gibt es dann auch am Donnerstag und Freitag sogar noch einen Folge-Workshop, wo nur das Thema Auswandern zum Beispiel besprochen wird, mit allem, was dazugehört. Also, wir freuen uns, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, wenn wir uns in Zürich sehen werden. Ja, wenn es noch Fragen gibt, dann schreib deine Fragen in die Kommentare. Und lieber Herr Streb, vielen Dank für das kurze Gespräch. Gerne, ich freue mich auf die Teilnehmer in Zürich. Alles klar. Zusätzlich zum Hauptevent am Montag und Dienstag haben wir ein spannendes, optionales Zusatzprogramm aufgelegt für alle, die mehr wollen. Alle Informationen findest du auf der Website www.perspektiveausland.com.